Jeder Mensch hat seine Lieblingsjahreszeit, wo er sich wohlfühlt wie ein Fisch im Wasser. Aber warum ist das so? Die Jahreszeiten beeinflussen uns. Mitten im tiefsten Winter, wenn die Heizungen auf Hochtouren laufen, sind wir dehydriert und wir leiden an Konzentrationsstörungen. Die kurzen Tage schlagen sich auf unsere Stimmung nieder. Und der Sport, das braucht da schon mehr Überwindung dazu. Ja, und um sich über diese Tage hinweg zu trösten, greifen wir dann lieber mal zu Süßigkeiten. Im Frühjahr, wenn das Schmelzwasser des Sees und der Regen für eine Hydrierung in der Natur sorgen und die kleinen Pflänzchen anfangen zu sprießen, dann spüren wir eine Schwere in unseren Gliedern und eine Müdigkeit. Und dann werden die Tage länger und alles erstrahlt in wunderbaren Farben. Wir hören das Vogelgezwitscher, das Energieniveau steigt und wir fühlen uns belebter, stimmungsvoller, hoffnungsvoller. Im Sommer fühlen wir uns fitter. Wir können gefühlt mehr essen, denn Früchte, Gemüse, also diese ganzen Ballaststoffe, die kommen uns zugute. An heißen Tagen fühlen wir uns aber vielleicht matt, träge und frustriert. Ja, und im Herbst werden die Tage wieder kürzer und die trockene Jahreszeit beginnt. In dieser Zeit entstehen die schönsten Ideen und Visionen. Jetzt zieht sich die Natur in die Winterruhe zurück und das kann sich auch auf unsere Stimmung auswirken. Mega interessant ist, dass wissenschaftlich beobachtet wurde, dass die Jahreszeiten auf unseren Körper einen direkten Einfluss hat. Im Winter steigt der Blutdruck ein bisschen und im Sommer sinkt er wieder. Dies gilt sogar für den Cholesterinwert und den Entzündungsmarker. Im Herbst und Winter neigen die meisten Menschen dazu, mehr Kalorien zu sich zu nehmen. Und trotzdem neigen sie zu Hunger, obwohl sie mehr essen. Und im Frühjahr kehrt sich dieses Phänomen und wir essen auch wieder weniger. Und in den Sommermonaten erreicht der Serotoninspiegel seinen Höhepunkt, während der Dopaminspiegel im Herbst steigt und im Frühling dann wieder sinkt. Und dies kann natürlich ein Faktor sein für eine Winterdepression. Ja, und was sagt jetzt Ayurveda dazu? Die Doshas Vata, Pitta und Kapha nehmen im Ayurveda eine sehr wichtige Rolle ein. Bei Vata ist es Raum und Luft. Bei Pitta ist es Feuer und Wasser. Bei Kapha ist es Erde und Wasser. Und all diese Elemente stecken in all dem, was lebt auf dieser Erde, alles, was erschaffen ist. Da finden sich diese Elemente wieder. Mal in einem größeren Anteil, mal in einem kleineren Anteil. Und gemäß Ayurveda hat jeder Mensch individuell diese Elemente in sich verankert. Und diese Elemente sind natürlich von äußerlichen Faktoren auch beeinflussbar. Die Jahreszeiten, die sind geprägt von diesen Elementen. Im Sommer zum Beispiel, da ist mehr Hitze, da ist mehr Feuer. Im Herbstlichen, da weht es, da windet es, da ist viel Luft drin. Und im Frühling, wo es so viel regnet, wo der Schnee schmelzt, haben wir viel Wasser. Wir sehen, in allem, was lebt, manifestieren sich diese Elemente. Und ganz speziell bei diesen Doshas, Vata, Pitta und Kapha, ist es, wenn man die Konstitution des einzelnen Menschen anschaut. Mit welcher Konstitution ist der einzelne Mensch geboren? Und über den Lauf des Lebens ist er in ein Ungleichgewicht geraten. Zum Beispiel, das Feuer ist viel stärker geworden. Und da neigt er, sich zu verbrennen, sich zu verausgaben oder er neigt zu Entzündungen. Oder ein Mensch ist das Kapha aus dem Ungleichgewicht gekommen und Kapha ist dann Wasser und Erde, das neigt zur Verschleimung oder eine Gewichtszunahme. Und so ist es super spannend, sich dem bewusst zu werden, welche Jahreszeit haben wir und wie beeinflusst das meinen ganzen Körper? Verstärkt das ein Ungleichgewicht oder fördert es mich in meiner Stärke? Im Ayurveda ist es so, dass man sich anschaut, wie ist der Mensch auf die Welt gekommen? Wer war er da? Und das Ziel ist, um Gesundheit zu erhalten, wieder dahin zu kommen, in das individuelle Gleichgewicht dieser Person. Also, dass die Doshas, dass die so ausgeglichen sind, die Elemente in den Doshas, dass es sich dass eine Balance entsteht.
Und das möchte ich mit euch heute anschauen. Wie manifestieren sich die verschiedenen Elemente in diesen Jahreszeiten? In Mitteleuropa haben wir ja 4 Jahreszeiten. Wir haben Sommer, Herbst, Winter und Frühling. Im Ayurveda haben wir 3, nicht 4. Und zwar wird es so angeschaut, dass man wirklich das Wetter, also die Wetterlage anschaut. Grob gesagt ist es natürlich so, dass im Herbst von Oktober bis Januar ist die Vaterzeit. Also hier herrscht vor allem Luft und Raum. Dann haben wir im Frühling die Kapha-Zeit mit Erde und Wasser. Das ist von Ende Februar bis Mai. Und dann die 3. ayurvedische Jahreszeit ist der Sommer. Pitta, Feuer und Wasser. Und zwar von Juni bis September. Und so speziell wieder bei Ayurveda, man schaut immer den aktuellen Stand an. Man schaut also nicht, ja, aber im Terminkalender ist das jetzt vorbei. Nein, man schaut wirklich auch auf die Wetterlage. Es kann sein, dass in einem Jahr Pitta ein bisschen früher beginnt oder ein bisschen länger geht. Also das finde ich auch so schön, dass man ja in dieser Beweglichkeit bleibt und nicht sagt, ab dem 31. März gilt das. Sondern man lebt wirklich mit der Natur. Man beobachtet die Natur und ist ein Teil davon. Ja, wir können uns vorstellen, dass Wetter und Temperatur einen enormen Einfluss hat auf unsere Doshas. Und deswegen ist es so schön, dass wir mit Ernährung und dem Lebensstil da für Balance sorgen können. Wir können dann ein bisschen mehr von dem nehmen und das ein bisschen lassen in der Jahreszeit, um diese Balance zu erreichen. Beginnen wir mit dem Herbst. Herbst ist Vata-Zeit. Verantwortlich für das Nervensystem, die Atmung sowie alle Bewegungsabläufe im Körper. Überwiegt jetzt das Vata-Dosha in der individuellen Konstitution eines Menschen, führt kaltes und windiges Wetter zu Unruhe und innerer Anspannung. Das ist also vor allem im Herbst und Winter und auch im Frühlingsanfang der Fall. Gerät also ein Vata-Dosha aus dem Gleichgewicht, dann neigt dieser Mensch zu sehr trockener Haut und kalten Händen und Füßen. Die Bäume haben ihr Laub abgeworfen. Vata ist die trockene Jahreszeit, die Jahreszeit des Nachdenkens. Vielleicht schläft man nun fester, tagsüber ist man ein bisschen unkonzentriert und man ist nicht so gesellig wie sonst. Morgens, wenn wir aufstehen, ist es immer noch dunkel und abends, wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen, ist es vielleicht auch schon wieder dunkel. Jetzt trocknet der Körper von Natur aus schneller aus und dazu laufen meistens noch die Heizungen. Was tut dem Körper jetzt gut? Massagen mit warmem Öl. Natürlich warme Kleider, die unseren Körper, auch unseren Kopf vor dieser Kälte schützen. Auch die ersten Sonnentage werden meistens von einem sehr kalten Wind begleitet. Ja, und dieser kühle Wind kann das Vata-Dosha wieder aus dem Gleichgewicht bringen. Deswegen lohnt es sich so, sich mulmig einzupacken oder immer wieder zu einer heißen Tasse Tee zu greifen. Und zum Schlaf. Die elektronischen Geräte sollten rechtzeitig ausgeschaltet werden, um sich auf das Schlafengehen einzustellen. Ja, gerade in diesen kalten Wintertagen ist es wichtig, dass man abends sich distanziert von diesen digitalen Geräten und vielleicht eher zu einem Brettspiel greift und sich so dieser Aktivität hingibt und sich nicht einfach irgendwie wegbeamt. Denn wie gesagt, dieses Luftige, dieses Verstreute, was in Luft und Raum in diesem Element vorhanden ist, da neigen wir dazu, diese Konzentrationsfähigkeit zu verlieren und nicht an einem Ort und an einer Stelle zu sein. Und gerade mit den sozialen Medien, mit all diesen vielen Informationen, verstärkt es dann dieses Element enorm. Auch ein Tipp ist sicher 2-mal den Tag raus spazieren gehen. Auch wenn es windig und kalt ist, es lohnt sich so und es tut so gut. Auch ein wunderbarer Tipp ist, in der Nähe eines Fensters zu arbeiten, dass dennoch einfach genug Tageslicht aufgesaugt werden kann. Dann zu körperlicher Aktivität. Durch die kurzen Tage lässt die Motivation nach sportlicher Aktivität natürlich nach. Und hier lohnt es sich total, Dehnübungen zu machen, Yoga, Atemübungen. Wirklich so ein Bewegungsablauf, der sanft vonstatten geht. Hier sind sanfte Bewegungen und Dehnübungen angesagt. Das tut dem Körper so gut.
Und nun zur Ernährung. In dieser Jahreszeit ist die Versuchung besonders groß, aus emotionalen Gründen heraus zu essen. Ja, wenn du merkst, dass du in dieser Jahreszeit vermehrt dazu neigst, Süßigkeiten zu essen oder Alkohol zu trinken, ja, dann überleg doch, ob du vielleicht an einer Winterdepression leiden könntest. Hier helfen die Tipps zur Bewegung und Tageslichtaufnahme enorm. Und wenn du regelmäßig an Hungerattacken leidest, dann hilft ein Ingwertee enorm. Auch bei gesellschaftlichen Anlässen lohnt es sich wirklich, auf gesunde Alternativen zurückzugreifen. Ich weiß, gerade in den Wintermonaten haben wir irgendwie den Spleen, dass man denkt, man könnte sich einfach mal monatelang von Schoki und keine Ahnung was ernähren, weil das der Nikolaus halt jetzt einfach mal so vorbeigebracht hat. Aber wir haben immer die Wahl, also wir könnten auch einfach zur Mandarine greifen und bei irgendeinem Winterfest von der Bude, da wo man arbeitet oder was auch immer, oder bei den Familienfesten, man kann immer viel mehr Salat auf den Teller packen oder Gemüse als was anderes. Das geht immer. Denn gerade Lebensmittel, die austrocknend wirken, die verstärken dieses luftige und räumliche Element, was im Winter vorherrschend ist. Mit trockenen Lebensmitteln meine ich Lebensmittel wie Cracker, Backwaren, kalte Lebensmittel wie Joghurt oder kaltes Müsli. Und diese Nahrungsmittel, die können ein Ungleichgewicht hervorrufen. Ja, in dieser Jahreszeit zum Beispiel wasche ich meinen Sellerie immer mit warmem Wasser, so dass ich ihn warm trinken kann. Auch der Smoothie muss mindestens Zimmertemperatur haben für mich. Und anstatt ein Müsli bietet es sich an, ein warmes Porridge zu machen. Mein absolutes Favorite in diesen Wintermonaten sind Suppen aus regionalem Wurzelgemüse. Was natürlich auch eine Alternative ist, wenn man Trockenobst nimmt und die in einem Wasserbad aufweichen lässt. Dann nimmt man diese trockene Komponente und hat noch ein bisschen Sommer mit dabei. Ein waterausgleichender Tee ist 1 Liter Wasser aufkochen, danach zerdrückte Fenchelsamen, Korianderkörner und Kardemonkapseln hineingeben. Den Tee abkühlen lassen, mit Honig oder Ahornsirup süßen. Ideen und Visionen. Durch das räumliche und luftige Element ist in dieser Jahreszeit alles möglich. Nutze diese Zeit für Brainstormings. Die Winterzeit nutze dazu, die Ideen und Visionen mit dir rumzutragen, um sie dann in den Kaffermonaten in die Erde zu setzen, damit sie Substanz bekommen und im Sommer dann gedeihen und blühen können. Dann kommen wir zur Frühlingszeit, die Kafferzeit. Kaffer besteht ja aus Erde und Wasser. Dies vereint gibt uns Stabilität und hält den Flüssigkeitshaushalt im Gleichgewicht. Das Schöne im Frühling ist, es regnet viel und wir merken, dass die Erde langsam weicher wird. Was wir aber auch oft spüren in den ersten Frühjahrsmonaten, ist diese Müdigkeit, die uns überkommt. Ja, denn die Elemente des Kaffers, die sind schwer, dicht, kalt, feucht, ölig, süß, schleimig und träge. Und dadurch kann das feuchte, kalte Wetter, wie zum Beispiel im April, zu vermehrter Schleimbildung und Schnupfen führen. Wie können wir also dem Kaffer, dem verschleimten, trägen und schweren mit unserem Lebensstil entgegenwirken? Beginnen wir mit dem Schlaf. Da es wieder früher hell wird, sollten wir zeitig aufstehen, damit wir dem Körper die Chance geben, so viel Tageslicht wie möglich in sich aufsaugen zu können. Das natürliche Licht hebt die Stimmung und macht uns bereit, die Frühlingsenergie in uns aufzunehmen. Zur körperlichen Aktivität. Da wir uns in dieser Jahreszeit, in der Jahreszeit der Trägheit und Lethargie befinden, ist es das allerbeste Mittel, mit Aktivitäten dagegen zu wirken. Ich liebe es zum Beispiel, gleich mit Yoga in den Tag zu starten. Dann ganz spannend die Ernährung. Wie können wir mit der Ernährung helfen? In der Winterzeit hielt der Stoffwechsel auch Winterruhe. Und jetzt stellt sich der Körper langsam darauf ein, Wasser anzusammeln. Denn er möchte sich von Schlacken befreien. Deswegen bietet sich in dieser Zeit Leberreinigung besonders an. Hier sind grüne Spargeln, Spinat, Kohl, Brokkoli, Zwiebeln, Erbsen und Sprossen die Könige.
In dieser Jahreszeit ist es für den Körper essentiell wichtig, dass er Feuchtigkeit speichern kann. Deswegen ist es wichtig, dass man den Salzkonsum reduziert. Was sich auch anbietet, sind Tees, die einem helfen, den Organismus von Giftstoffen zu befreien, überschüssige Flüssigkeit rauszuschwemmen, den Blutzucker zu senken und die Verdauung anzuregen. Für einen solchen Tee 1 Liter Wasser aufkochen, 1 Esslöffel Zimt und 1/4 Teelöffel Kurkuma und 1 Teelöffel geriebener Ingwer hineingeben. Wenn der Tee nicht mehr kochend heiß ist, süßen mit Honig oder Ahornsirup. Visionen und Umsetzungen in der Kafferzeit. Ich habe es schon angesprochen, in dieser Jahreszeit können diese Ideen, die in der Vaterzeit herumgesprungen und herumgewirbelt sind, nun genommen werden und eingesetzt werden. Diese Idee darf nun gepflanzt werden. Sie erhält durch das Einpflanzen in die Erde Struktur und Stabilität. Und dies kann dann mit der Sommerenergie befeuert werden. Und kommen wir gleich direkt zum Sommer. Sommer. Pitta. Ja, Menschen mit einer Pitta-Dominanz haben oft eine starke Abneigung gegen Hitze. Denn Pitta wird mit Feuer und Wasser assoziiert. Es regelt die Verdauung und die Körpertemperatur. Pitta ist die Jahreszeit der Hitze und der Produktivität. Die Tage werden länger und wärmer. Es regnet nur noch gelegentlich und die Natur sprießt voller Früchte und Gemüse. Jetzt ist die Energie, raus ins Freie zu gehen und an der Verwirklichung der eigenen Ziele zu arbeiten. In dieser Jahreszeit verträgt der Körper eine abwechslungsreiche Kost. Aber bevor wir zur Ernährung gehen, lasst uns noch den Schlaf anschauen. Auch wenn es sehr, sehr lang hell ist, ist es wichtig, dass wir die elektronischen Geräte rechtzeitig ausschalten. Denn der Körper braucht eine deutliche Erinnerung, langsam runterzufahren und sich auf den Schlaf einzustellen. Zur körperlichen Aktivität. In dieser Jahreszeit haben wir die Energie, aktiv zu sein, rauszugehen. Ob lange Spaziergänge oder Wandern, alles wirkt so erquickend. Hier ist es aber sehr wichtig, nicht zu überhitzen und genug Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Denn durch Hitze und Schwüle kann man im Sommer dazu neigen, an Entzündungen zu leiden. Und wenn dies der Fall ist, ist es sehr wichtig, dass man ein paar Tage Pause macht und sich mit leichten und gelenkschonenden Bewegungen einfach zufrieden gibt und einfach den Sommer genießt. Und jetzt zur Ernährung. Frisches Obst und Gemüse haben Hochsaison. Der Heißhunger vom Herbst und Winter ist nicht mehr da. Deshalb ist es der ideale Zeitpunkt, den Körper mit frischem Obst und Gemüse und regionalen Kohlenhydraten, wie zum Beispiel regionalen Kartoffeln, zu verwöhnen. Im Ayurveda ist es wichtig, die Nahrungsmittel aus der Region zu essen, da jedes einzelne Lebensmittel die Energie beinhaltet, die zu dieser Jahreszeit wichtig ist. Und somit sind sie für unseren Körper auch besser verträglich. Im Gegensatz zu unseren Grilltrends im Sommer ist es wichtig, die Eiweißaufnahme in den Sommermonaten zu reduzieren. Denn unser Körper braucht abwechslungsreiche Kost und naturbelastende Kost, um Energie bereitstellen zu können. Früchte sind da super wertvoll, denn sie haben eine kühlende Eigenschaft. Und das tut bei sommerlichen Temperaturen einfach so gut. Ja, und Menschen mit einem hohen Pitta-Anteil können dieser sommerlichen Hitze mit Tees entgegenwirken. Kräuter tragen dazu bei, den Körper abzukühlen und entfachen das Verdauungsfeuer, ohne dabei den Körper zu erhitzen. Und sie lindern sogar Entzündungszustände. Ein toller Tee ist folgender. Man kocht 1 Liter Wasser auf, danach nimmt man 1 Esslöffel klein gehackte Pfefferminze und grüne Minzblätter. Man lässt sie ziehen. Und wenn der Tee abgekühlt ist, nimmt man eine Messerspitze Safranfäden und süßt ihn mit Honig oder Ahornsirup. Ihr seht, es ist so spannend, wenn man die individuelle Dosha-Konstitution kennt, weil man viel anders auf die äußerlichen Umstände umgehen kann. Wenn man zum Beispiel ein Pitta-Typ ist, dann kann man mit der Hitze ganz anders umgehen und man merkt, das tut mir nicht gut oder die Schärfe im Essen, das erhitzt meinen Typ noch mehr.
Oder wenn man einen Kaffee hat und man merkt im Frühling, ich bin so träge, ich komme wie nicht voran, es fühlt sich alles verschleimt und verhockt an, kann man auch einfach wissen, ich trage bereits Kaffee in mir und der Frühling trägt Kaffee in sich und das verstärkt es. Oder wenn man ein Vatertyp ist und man ist so luftig und sprunghaft und hat immer wieder neue Ideen. Und dann verstärkt sich dieses Brainstorming, dieser Ideenwandel und dieser Wind im Kopf. Einfach zu wissen, okay, das Element draußen, das verstärkt mein Element drinnen in mir. Und es gibt Wege und Routinen, wie ich mir ja da Bodenfestigkeit geben kann. Und das Tolle bei den Nahrungsmitteln ist, wenn man regional und saisonal isst, dass diese Nahrungsmittel auch immer für diesen Ausgleich sorgt. Gerade in der Vaterzeit, da haben wir so viel Wurzelgemüse. Und Wurzelgemüse, das wächst tief in der Erde. Es ist verwurzelt, da ist Struktur. Und wenn wir diese Struktur aufnehmen in dieser luftigen Zeit, dann beruhigt es uns. Auch diese Wärme, die dürfen wir uns geben. In der Kaffeezeit, wo es eben zu Verschleimung und man steckt fest, man ist träge geworden. Und als Kapha-Typ, wenn das schon ein Thema ist, dass man zu Substanzvermehrung neigt, dass man dazu neigt, zu viel Gewicht zuzunehmen, dass man dann diese Entschlackungsmonate nutzt und gerade auf Ernährung wie Spargeln eingeht und sich mehr hydriert, mehr Wasser aufnimmt und den Salzkonsum reduziert. Oder als Pitta-Typ, wenn man dazu neigt, voller Feuer und Flamme zu sein, also dieses aktive Feuer. Und dann ist äußerlich auch so viel Feuer und man merkt, man verbrennt an den eigenen Ideen, man will zu viel in kurzer Zeit, dass man danach greift, nämlich zu diesen kühlenden Früchten, die die Natur uns im Übermaß schenkt zu dieser Jahreszeit. Und dass man sich eben nicht irgendwie in dieses Grillen hinein manifestiert und die ganze Zeit Eiweiß isst und das ganze Fleischzeugs oder was auch immer sonst, dass man sich darauf fokussiert, hey, was tut mir gut, was brauche ich und nicht, was ist Tradition. Auch gerade im Winter ist es ja super schwierig mit diesem Essen, was gibt es zu essen, warum gibt es jetzt nur Schokolade oder auch im Frühling mit dem Osterhasen. Das ist ja so wider der Natur, was eigentlich unser Körper in der Zeit braucht, in dieser Entschlackungszeit. Und da in dieses Bewusstsein kommen zu dürfen, wir sind ein Teil der Natur, wir können uns da nicht trennen, sie beeinflusst uns und es ist gut so und wir können mit ihr arbeiten und sie stellt uns in jeder Jahreszeit genau das Richtige bereit, dass wir aufblühen können. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und ich hoffe, dass du ein Stück näher an dein Naturell gekommen bist. Es ist nämlich wunderbar, so wie du bist. Du bist genau richtig. Und jede Jahreszeit hat sein wertvolles Element, was dich weiterbringt in deinen Visionen, in deinen Zielen, in deinen Träumen. Nutze sie, nutze deine Umgebung, nutze die Natur und werde zu dir, zu dem, was du bist, was in dir bereits manifestiert ist. Und du bist wundervoll, so wie du bist. Vergleich dich nicht mit anderen und genieße jede Jahreszeit, genieße jeden Aspekt deines Lebens und jedes Element, was sich in dir manifestiert hat. Alles Liebe und bis zum nächsten Video. Und schreib gerne in die Kommentare, welches deine Lieblingsjahreszeit ist und was deine ayurvedische Konstitution ist. Ich würde mich mega freuen. Bis dann. Ciao.